Wobei, das, ohne Scheiß, man könnte fast meinen, sie wäre ein Topmodel. Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Ich hoffe, euch geht es gut soweit. Ich habe letztens ein Video gesehen von Flo, aka Flo Vlogt. Das ist einfach meiner Lieblings-YouTuber, also schaut mal vorbei, der macht super Videos. Und er hatte vor kurzem ein Video hochgeladen, in dem er über die schlimmsten Instagrammer geredet hat, die es gibt. Und hat da beispielsweise Diktatoren aufgeführt, die eben durch Selbstdarstellung auf Instagram ja sich so ein bisschen kaschieren wollen, sich ein bisschen besser darstellen wollen. Und ich dachte mir, ich greife das mal auf und schau mir mal an, wie die größten Politiker, also wie die weltweit größten Politiker auf Instagram so agieren und ob deutsche Politiker in Bezug auf die Bundestagswahlen genauso gut sind oder eher doch abkacken. Wir starten bei Platz 5 der weltweit meistgefollowten Politiker. Als erstes haben wir Dmitri Medvedev, Prime Minister aus Russland. Der hat 2,8 Millionen Follower. Er folgt nur einer einzigen Person zurück, macht sich damit also ziemlich begehrt, sage ich mal. Und er postet eben ganz viele Bilder von irgendwelchen Besuchen. Ja, postet irgendwie manchmal, wo er ein bisschen lacht. Hat auch ganz viele Naturfotos. Also der hat's drauf. Der hat zwar kein grundlegendes Konzept, der macht so ein bisschen durcheinander. Aber ich finde, das ist als Politiker, darf man das auch schon mal machen. Auf Platz 4 haben wir Queen Rania aus Indonesien. Die hat nämlich 3,5 Millionen Follower und ohne Scheiß, man könnte fast meinen, sie wäre ein Topmodel. Ja, benutzt auch auf jeden Fall ganz viele Hashtags hier. Hashtag Graduation, Hashtag Students, Hashtag Jordan. Ja, auch ganz viele private Bilder. Das ist so ein Gemisch aus Politikerbildern und privaten Bildern. Oh, ich sehe gerade, die war auch in den USA. Aha, okay. Aber die meisten Bilder sind dann doch eher von ihrem Fotografen oder von ihren Fotografen geschossen. Also folgt auch nur 2 Leuten, bestimmt mir. Warte, ich guck mal. Nein. Auf Platz 3 mit 0 Followern, ne Quatsch, mit 0 den er folgt und 4,8 Millionen Followern ist Joko Widodo. Das ist nämlich der Präsident von Indonesien. Ja, und auch er macht das eigentlich ganz clever. Auch hier wieder rote Teppichbilder, Politikertreffen, oh, was ist das? Motocross, aber ohne Hashtags. Also er benutzt nicht so viele Hashtags, da könnte er noch ein bisschen üben. Wobei, ich will mich nicht beschweren, also ich habe keine 4,8 Millionen Follower. Ich habe eigentlich nichts zu sagen, würde ich mal vermuten. Der macht schon was richtig. Wahrscheinlich, weil er Präsident ist von Indonesien und ich nicht. Auf Platz 2 kommt unser König der USA. Ach, der USA wollte ich sagen. Unser König von Twitter. König ist er schon mal gar nicht, weder von den USA noch von Twitter, aber hey, Donald Trump. Der hat inzwischen 7,1 Millionen Follower auf Instagram. Und auch bei ihm ist es so, es sind typische Politikerbilder dann auch teilweise, aber auch Dow Jones Zahlen, aber meistens keine eigenen Selfies. Das ist ein bisschen schade. Also seine Tweets klingen ja auch immer sehr persönlich. Ach ja, hier FNN, Fake News Network. Also es ist so ein Gemisch aus viel Text und aus geschossenen Fotos seines Teams und keine Selfies. Ist ein bisschen schade. Hätte ich mir jetzt ein bisschen mehr erwartet. Auf Platz 1 ist aber jemand ganz anderes und zwar ist das der Prime Minister von Indien. Narendra Modi, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Er hat das ganz gut drauf hier, er postet ganz viele, ja, hier auf dem Fahrrad ist er irgendwie, gibt sich immer ganz gutmütig, wie es scheint. Weniger Selfies, auch wieder sehr schade. Ich finde, da müssten die Staatschefs der Welt nochmal so ein bisschen Nachhilfe bekommen von, ich weiß nicht, von so ein paar anderen Instagrammern. Wobei wieder, der hat 8,6 Millionen Follower und folgt niemanden, also who am I to judge, right? Jetzt wollen wir mal gucken, wie die deutschen Politiker das auf Instagram zur Hand haben. Das Ding ist nämlich, dass natürlich die sozialen Medien total wichtig sind, gerade für den Wahlkampf und während den Bundestagswahlen. Scheinbar haben das viele der Politiker aber noch nicht so ganz verstanden. Wenn man sich mal die ganzen Wahlplakate überall anschaut, dann denkt man sich so, hey, are you still stuck in the 90s? Gerade was Apps wie Instagram oder Snapchat betrifft, könnte man aus Sicht der Politik oder der Politiker auf jeden Fall noch mehr rausholen. Die deutschen Politiker haben das nicht so ganz verstanden bisher. Denn selbst Platz 5 der meistgefolgten Politiker weltweit ist miles ahead von unserem Platz 1. Naja, wir schauen auf jeden Fall mal rein und zwar auf Martin Schulz mit 13,6.000 Followern. Sorry, aber da hat ja jeder dritte Influencer in Deutschland mehr, ne? Postet auch eher Fotos, die von ihm gemacht wurden und weniger Selfies. Ich bezweifle auch so ein bisschen, dass er den Account selbst verwaltet. Weil ich sehe nämlich keinen Sepia-Filter. Ja. Wobei das, naja, da sieht er echt grimmig aus. Einer allerdings, der macht das momentan ganz schön clever, was soziale Medien betrifft und das ist Christian Lindner, der FDP. Der hat nämlich 23,3.000 Follower. Ist auch noch nicht so ganz viel, aber dafür macht er ganz viel und postet dann auch mal Selfies. Das ist übrigens fast der einzige von den ganzen, die ich jetzt besprochen habe, der auch mal Selfies postet. Der sich sozusagen als nahbar gibt, der einer von uns sein möchte, wenn man so will. Aber eine Person, da reicht selbst Christian Lindner oder Martin Schulz nicht ran. Man will es fast gar nicht glauben, es ist die Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die hat 313.000 Follower auf Instagram. Das ist mehr als, glaube ich, alle anderen Politiker in Deutschland zusammen.
sind aber auch keine eigenen Selfies oder keine eigenen, sondern auch eher Fotos von ihrem Team, die von ihr auf Events gemacht wurden. Gibt sich also sehr offiziell, vermittelt dadurch aber trotzdem so einen nahbaren Eindruck, so wie man das hier gesehen kann. Also 313.000 Follower, das ist gar nicht mal so schlecht. Jetzt fragt man sich aber doch schon, warum ist das Ganze so wichtig? Warum müssen diese Politiker auf Instagram? Die Antwort ist eigentlich ganz simpel. Instagram ist ein Portal für fast ausschließlich Fotos. Es geht um die Darstellung der Person. Es geht um Selbstdarstellung. Und wenn man mal schaut, Fotos auch in der Politik haben eine riesige und lange Tradition und Fotos prägen teilweise heute noch gewisse politische Ereignisse. Instagram eignet sich dadurch eigentlich perfekt und ist prädestiniert dafür, gerade in Bezug auf junge Leute, sich als Politiker nahbar und gut darzustellen. Für die Politik könnte man in Deutschland auf jeden Fall noch einiges dazulernen. Und vielleicht ist es ja auch gerade für kleine Parteien oder für unwichtigere Parteien in Bezug auf die Bundestagswahl mal ein Anlaufpunkt, Instagram irgendwie zu nehmen und da mehr zu machen. Lasst mich jetzt mal in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet. Mehr Politik auf Instagram oder mehr Politik auf Snapchat? Findet ihr das gut oder denkt ihr euch so, nee, das ist wie wenn meine Mama auf einmal anfängt, Snapchat zu benutzen und bei jedem Filter total ausrastet. Also lasst es mich in den Kommentaren wissen. Außerdem, wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert hier und klickt hier und hier für mehr Videos. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Marvin und bis dann.